Herzlich willkommen auf den Technik-Salon-Kanal zu einem weiteren Review. Von der Firma Jabra wurden ganz frisch brandneue True Wireless Kopfhörer auf den Markt geworfen, nämlich die Jabra Elite 65T. Mit diesen kabellosen Kopfhörern will sich Jabra mit Produkten wie den gelungenen AirPods und den Samsung Icon X behaupten. Ich habe die True Wireless Kopfhörer 2 Wochen lang permanent für euch getestet. Ob die Jabra Elite 65T am Ende überzeugen und ob sie wirklich Apple und Co. gefährlich werden können, erfährt ihr wie immer nach dem Intro. Der dänische Headset-Hersteller Jabra hat vor einigen Wochen seine dritte Generation seiner Jabra Elite-Serie vorgestellt. Die Elite-Serie spricht vor allem die Leute an, die ganz auf den Kabel verzichten wollen, ohne irgendwelche Einschränkungen in der Soundqualität. Und gegenüber zur ersten Serie hat sich hier einiges getan. Auf der offiziellen Jabra-Seite wirbt der Hersteller, dass die Elite 65T mehr als AirPods können. Doch stellt sich hierbei die Frage, ob sie es auch besser oder zumindest genauso gut können. Und wenn man sich den Preis von 169,99 € anschaut, sollte man zu Recht mit den hochpreisigen Kopfhörern wie den Apple AirPods und den Samsung Gear Icon X vergleichen. Nichtsdestotrotz sind sie die günstigsten der dreien. Ich bin so ein Mensch, der sehr viel Wert auf den ersten Eindruck legt, und schon beim Auspacken des Produktes habe ich ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich hier ein sehr hochwertiges Produkt in den Händen halte. Denn Jabra hat hier bewiesen, dass sie ihre Produkte wie die ganz großen verpacken können. Im Lieferumfang sind Ladecase mit USB-Kabel, Wechselohrstöpsel in den Größen S, M und L und den üblichen Papierkram mit dabei. Das Ladecase, was mitgeliefert ist klein und handlich. Jedoch ist die Aussparung zum Öffnen praktisch nicht vorhanden, und dadurch, dass die Kopfhörer lose im Case sitzen, muss man dabei schon achten, dass sie einem nicht entgegenkommen. So, schauen wir uns aber mal die äußerlichen Merkmale der Jabra Elite 65T genauer an. Auf der Vorderseite der Kopfhörer haben wir so eine Art Alu-Lackierung und in der Mitte haben wir hier die Hauptfunktionstasten. Was sofort auffällt, ist dieses überstehende Stück mit Löchern, denn hier hat Jabra seine 4-Mikrofon-Technologie eingebaut, die für gute Sprachqualität beim Telefonieren in der Freisprechfunktion sorgen soll. Zusätzlich sollen dadurch Windgeräusche so reduziert werden. Des Weiteren sollen hier irgendwo ganz kleine Lautsprecher verbaut sein, die die Umgebungsgeräusche nach Bedarf abschirmen können. Auf der Rückseite sehen wir die In-Ears typischen Züge mit austauschbaren Eargills. Die Kopfhörer sind mit rechts und links beschriftet und wir sehen noch die Kontakte für das Ladecase. Im Allgemeinen ist die Form der Rückseite eines Ohrs nachempfunden. Die Kopfhörer sind IP55 zertifiziert, sprich sie sind wasser- und staubabweisend. Von der Verarbeitung und den Materialien fühlen sich die Kopfhörer sehr wertig an. Wenn wir uns die Kopfhörer von Ganzen betrachten, sehen sie von der Seite schon ein bisschen klobig und dick aus. Da finde ich persönlich die AirPods besser, da sie kaum merkbar anders sind wie gewöhnliche Kopfhörer. Doch alle anderen Hersteller kriegen es auch nicht besser hin. Denn die Samsung Icon X finde ich persönlich genauso klobig, und gegenüber den Icon X finde ich die Jabra sogar etwas schöner. Denn die Jabra bedienen sich einer Art optischen Täuschung. Denn für gewöhnlich stehen diese Kopfhörer aus den Ohrmuscheln ziemlich weit raus und naja, das sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus. Aber dadurch, dass die Jabra Elite eine Passform und zusätzlich von außen diesen Alu-Look mit diesem rausstehenden Mikrofonstück haben, sehen die Kopfhörer merkwürdigerweise überhaupt nicht komisch aus. Sie sehen so ein bisschen aus wie ganz kleine moderne Headsets für Businessleute. Aber man muss natürlich bedenken, dass die ganze eingebaute Technologie als auch länger haltende Akkus irgendwo untergebracht werden müssen. Und da kommen wir auch schon zum Stichwort Akku. Denn die Elite 65T versprechen eine Akkulaufzeit von 5 Stunden. Und wenn man die Kopfhörer nach dem Gebrauch immer schön ins Ladecase verfrachtet, kann man bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit herauskitzeln, bis man die nächste Steckdose aufsuchen muss. Zusätzlich gibt es Schnellladefunktionen, das heißt beispielsweise, dass man mit 15 Minuten Ladung 1,5 Stunden Akkulaufzeit hinbekommt. Aber das sind auch die Herstellerdaten. Im alltäglichen Gebrauch muss ich sagen, dass ich persönlich nie das Gefühl hatte, dass mir irgendwie der Akku ausgeht, da ich die Airbuds immer ins Case verfrachtet habe und sich immer automatisch aufgeladen haben. Das heißt aber auch, dass ich sie nie an ihre Grenzen bringen konnte, denn maximal habe ich sie 3 Stunden lang am Stück in Gebrauch, in etwas höheren Lautstärke für Filme oder Musik zum Hören gehabt und hatte immer Restakku. Für mich persönlich hat die Akkulaufzeit vollkommen ausgereicht. Im
Vergleich zur Konkurrenz, laut Herstellerangaben sind sie jedoch ein kleines bisschen schwächer, denn die neuesten Samsung Icon X versprechen eine Laufzeit von 5 bis 7 Stunden und die AirPods haben eine Akkulaufzeit auch von 5 Stunden, jedoch im Ladecase insgesamt 24 Stunden. Ich betone aber hier nochmal, es handelt sich um Herstellerangaben. Ob diese Zahlen stimmen, konnte ich leider nicht testen, da ich alle drei gleichzeitig nie in meinem Besitz hatte. Kommen wir zum Sitz und Komfort der Jabra Elite 65T, denn das ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Kriterium bei solchen kabellosen Kopfhörern. Denn dadurch, dass wir kein Kabel an den Kopfhörern haben, müssen wir ein sehr hohes Risiko in Kauf nehmen. Denn stellt euch vor, ihr seid gerade beim Joggen am Strand oder in der Nacht im Wald und euch fallen die AirPods auf einmal raus. Und natürlich habt ihr noch so viel Pech und sie fallen direkt auf den Fuß und kickt diese noch ins Wasser oder ins Gebüsch oder tretet sogar noch drauf. Wäre natürlich nicht so cool bei 200 € Kopfhörern. Deshalb müssen kabellose Kopfhörer einfach nur passen, sonst taugen die besten Kopfhörer nichts. Und die Passform ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Als ich die Jabra Elite 65T zum ersten Mal anprobiert habe, dachte ich mir, oh je, das ist nix für meine Ohren. Passt ja mal gar nicht. Doch nachdem ich die Größen der Eargills geändert habe und ein bisschen gelernt habe, wie man sie richtig einsetzt, habe ich sie sogar für gut empfunden. Das Einsetzen der Kopfhörer ist ein bisschen knifflig, da man durch die Passform der Kopfhörer ein bisschen rumdrehen muss, bis man sie perfekt getroffen hat. Aber wenn sie mal dann drin sind, sitzen sie richtig fest. Wie ihr an meinen Tests sehen könnt, auch wenn ich ein bisschen dämlich dabei ausschaue. Auf jeden Fall bin ich mit ihnen joggen und ins Fitness gegangen und sie waren immer dort, wo sie sein sollten. In dieser Zeit wären mir gewöhnliche In-Ears-Kopfhörer schon 10-mal rausgefallen. Also der Halt ist wirklich ordentlich. Vom Tragekomfort kann man auch nicht großartig meckern, denn sie fühlen sich weder schwer an, noch drücken sie irgendwo. Zudem sind sie richtig gut abgedichtet, so dass man von Haus aus wenig Außengeräusche mitbekommt. Aber wie gesagt, jedes Ohr ist anders und ich glaube, dass sie nicht jedem passen werden. Kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Kriterium, die Soundqualität. Der Sound der Elite 65T hören sich in meinen Ohren sehr klar an. Und auch in den Höhen und den Tiefen kann ich nichts merkbar Negatives sagen. In vielen Rezensionen habe ich gelesen, dass die Elite 65T zu wenig Bass haben. Dieser Ansicht bin ich nicht. Fakt ist, es gibt Wireless-Kopfhörer, die mehr Bass haben. Hatte auch Kopfhörer, in denen der Bass so prägnant war, dass man von der eigentlichen Musik nichts gehört hat. Was auch nicht der Sinn und Zweck ist. Ich finde, man hat einen ausgewogenen Bass, der vielleicht nicht ganz so in den Vordergrund gestellt ist. Das Gute hierbei ist, dass Jabra uns eine App zur Verfügung stellt, in der ein Equalizer mit dabei ist. Hier können wir den Klang ein bisschen für unser Wohlbefinden anpassen. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass der Sound in der Kategorie True Wireless Kopfhörer ordentlich ist. Wenn man aber wirklich alle In-Ears Kopfhörer unabhängig ob kabellos oder nicht in Betracht ziehen würde, würde der Sound einen nicht vom Hocker hauen. Das gleiche würde ich aber auch von den AirPods behaupten. Für einen direkten Soundvergleich hatte ich sie ja nicht. Habe aber beim Anprobieren gleich gemerkt, dass diese nicht ganz so gegen Außengeräusche abgeschirmt sind. Kommen wir aber zur Bedienung und den Funktionen. Mit den Hautbutton können wir die Kopfhörer pairen, Musik starten, stoppen, Anrufe entgegennehmen und so weiter. Im linken Kopfhörer haben wir die Lautstärkenregelung, mit der wir die Musik leiser oder lauter machen können. Ich persönlich finde die Knöpfe von der Bedienlichkeit gut. Mit der Kombination mit der Jabra App haben wir eine ganze Palette an Möglichkeiten und Funktionen. Beispielsweise haben wir ähnlich wie bei den AirPods die Funktion, dass wenn wir eine oder beide Kopfhörer raustun, die Musik automatisch unterbrochen wird. Diese funktioniert einwandfrei. Aber mich persönlich hat sie genervt, deshalb habe ich sie ausgeschaltet. Durch die Jabra App können wir dank der eingebauten Mikrofone im Kopfhörer uns sogar die Außengeräusche wahrnehmen lassen. Sprich, wir können per App-Einstellungen unsere Kopfhörer zu einer Art Hörgerät umfunktionieren und können somit, ohne die Kopfhörer rauszutun, Unterhaltungen führen. Wir können es aber auch so einstellen, dass wir Umgebungsgeräusche trotz Musik hören können. Das wäre beispielsweise im Straßenverkehr sinnvoll, können aber auch die Außengeräusche komplett unterbinden. Die Mikrofone werden zusätzlich für den Voice Assistant genutzt. Das heißt, wir können alles über Sprachbefehle steuern. So haben wir direkten Zugang zu Alexa, Siri oder Google Assistant. Des Weiteren haben wir solche Spielereien auch für die Telefonie in der Freisprechfunktion. Die Jabra Elite unterstützen Bluetooth 5.0 für eine schnelle und nahtlose Audioübertragung. Leider unterstützt mein altes Handy nur Bluetooth 4.1. Trotzdem muss ich sagen, dass die Verbindung und die Audioübertragung stabil war. Die Reichweite war so in etwa 10 Metern.
Was mir aber in der Verbindung aufgefallen ist, dass immer beim Einschalten von elektronischen Geräten oder Lampen es eine kurze Übertragungsunterbrechung gab, was für mich jetzt nicht großartig schlimm ist, aber es soll ja Leute geben, denen sowas stört. Mein Fazit: In meiner 2-wöchigen Testphase haben mich persönlich die Jabra Elite 65T schon überzeugen können. Zwar waren sie am Anfang ein bisschen befremdlich, da sie doch ein bisschen klobig wirken, aber nach kurzer Eingewöhnungszeit haben die Kopfhörer relativ Spaß gemacht. Natürlich fehlt noch einiges zum perfekten Wireless-Kopfhörer an, aber die bietet die Konkurrenz auch nicht. Die Kopfhörer sind von der Verarbeitung und vom Material sehr hochwertig. Die Klangqualität ist meiner Ansicht ebenfalls gut, doch man findet andere Kopfhörer mit einem besseren Sound. Im Allgemeinen, wer nur perfekte Soundqualität haben will und einem der restliche Schnickschnack egal ist, sollte noch nicht auf Wireless-Kopfhörer setzen. Ich glaube, da bedarf es noch 2 Jährchen, bis wir kleine perfekte Earbuds bekommen. Die mitgelieferte App ist top. Sie ist übersichtlich, leicht zu bedienen und bietet viele Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen. Wer auf der Suche nach Wireless-Kopfhörern ist, der sollte zumindest ein Auge auf die Jabra Elite 65T werfen. Aber jetzt stellt sich noch die Frage, können die True Wireless Kopfhörer von Jabra mit den AirPods mithalten? Leider sind die Apple AirPods die einzigen AirPods-Hersteller, die eine Kombination zwischen schlankem Design und Funktionalität schaffen. Man kann aber aufgrund dessen nicht auf Anhieb sagen, dass sie deswegen besser sind. Denn die Jabra haben ebenfalls viele Vorteile gegenüber den AirPods. Beispielsweise sind sie besser abgedichtet und haben mehr Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten. Und in der Freisprechfunktion mit der 4-Mikrofon-Technologie sprechen sie vor allem das Business-Klientel an. Und das war's auch schon mit dem Review der Jabra Elite 65T. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr die nötigen Informationen bekommen habt, die euch vielleicht bei eurer Kaufentscheidung unterstützen, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert doch meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Techniksalon.